Heute baue ich mir eine elektronische Zündung ein. Seit gut 7 Jahren fahre ich MZ-Motorräder und das bisher immer mit Unterbrecherzündung. Warum sollte ich mir also jetzt eine elektronische Zündung einbauen? Nun, ich verspreche mir davon, dass das Motorrad danach noch besser läuft. Hier seht ihr, wie ich den Deckel aufmache und die alte Zündung entferne. Da ich den Nocken entfernen muss, drehe ich die Zündkerze raus und blockiere den Kolben mit dem altbewährten Seiltrick. Für alle, die den Seiltrick noch nicht kennen: Man bringt zwischen Kolben und Zylinderdeckel ein Seil unter, das dicker ist als die Quetschkante, und so blockiert sich dann der ganze Antrieb und man kann die Schraube an der Kurbelwelle lösen. Jetzt entferne ich zunächst die Grundplatte mit Unterbrecher und Zündkondensator und danach komme ich besser an den Nocken ran, der etwas fest sitzt und den man etwas losrütteln muss. Den Massekontakt vom Zündkondensator brauchen wir noch, darum schraube ich den wieder hin. Jetzt lässt sich der Nocken gut lösen. Und so sieht die Lichtmaschine ohne Zündung aus. Hier seht ihr die elektronische Zündung und die Unterbrecherzündung gegenübergestellt. Ich habe mir die Zündung selbst gekauft, aber möchte nicht verschweigen, dass ich sie bei Gysi im Internet bestellt habe. Sie kommt mit einer ausführlichen Einbauanleitung. Übrigens, wenn euch dieses Video sehr gut gefällt, schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei, Running Torchlight. Dort habe ich noch viele andere Videos über MZ. Und gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lasst mir am besten noch ein Abo da. Spätestens jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, die Batterie vom Netz zu trennen, um keine Kurzschlüsse zu riskieren. Die Platine der elektronischen Zündung passt exakt an die Stelle der Grundplatte. So exakt, dass man hier wirklich aufpassen muss, dass man sie sowohl an der Oberkante als auch an der Unterkante richtig positioniert und nicht verkantet. Das passiert mir hier beim ersten Mal. Falls ihr das sehen könnt, seht es mir bitte nach. Jetzt montiere ich anstelle des Nockens die neue Signalscheibe.
Endlich bemerke ich meinen Fehler und korrigiere den dann auch umgehend. Die elektrische Montage der Zündung umfasst, dass man das Kabel von Klemme 15 der Zündspule zur Klemme 15 der elektrischen Zündung verlegt. In das Zündkerzenloch setze ich als nächstes meine Messuhr und suche damit exakt den oberen Todpunkt des Kolbens. Der obere Todpunkt ist dort, wo die Messuhr ihren Umkehrpunkt hat. Danach drehe ich die Signalscheibe exakt an die Stelle, wo die blaue LED anfängt zu leuchten. Diese Position wird mit der kleinen Madenschraube gesichert und damit ist die Zündung eingestellt. Erst jetzt wird das Kabel von Klemme 1 der Zündspule mit dem linken Stecker der elektronischen Zündung verbunden. Damit ist die Installation der elektronischen Zündung abgeschlossen. Und was habe ich jetzt nun von der ganzen Aktion? Ich liefere jetzt keinen ausführlichen Test, nur so viel: Das Motorrad startet so gut oder auch so schlecht, wie es mit der Unterbrechungszündung gestartet ist. Und bei der ersten Ausfahrt habe ich auch von der Zündverstellung nichts gemerkt. Die Zündung macht ganz einfach das, was sie machen soll, nämlich regelmäßig zünden. Darüber hinaus darf man einfach keine Wunder erwarten. Mein Fazit ist also: Wenn die Unterbrecherzündung keine Probleme macht, kann man sie getrost drinnen lassen. Die elektronische Zündung ist aber ein nettes Upgrade, das einem Wartung am Unterbrecher erspart. Ich habe es auch für euch getestet, also abonniert meinen Kanal, wenn ihr gerne mehr erfahren möchtet.